Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: kostenlose Riesenmod Fallout London endlich erschienen, Die Siedler 1 Remake Zerflings erreicht Version 2.0, Instant Gaming Verlost ein Spiel eurer Wahl pro Monat, Survival City Builder Roman Triumph mit Entwickler-Update, Forscher auf großen Manor-Lords Patch, Citadellum zeigt Kampfsystem, Drive, die Brüder der Krone, möchte erneut mit Demo überzeugen, Industriegigant 4.0 stellt sein Environment Update vor und versehentlicher Leak zu The Elder Scrolls 6. Dieser Wochenrückblick wird euch von Instant Gaming präsentiert, worüber ihr Game Keys deutlich günstiger als auf Steam und Co. erwerben könnt. Das Beste, wenn ihr hier meinen Partnerlink verwendet, unterstützt ihr zusätzlich diesen Kanal massiv. Außerdem gibt es auch noch ein neues monatliches Gewinnspiel, welches ich euch gleich noch vorstelle. London, 2237. They always said the sun had never set on the Empire. Was lange währt, wird endlich gut. Über GOG ist endlich die Overall-Mod Fallout London auf Basis von Fallout 4 erschienen und lässt euch somit die Postapokalypse erstmals außerhalb der Vereinigten Staaten erkunden. Mit dem Happy End geht ein Release-Chaos zu Ende, welches bedingt durch plötzlich veröffentlichte Patches durch Bethesda die komplette Mod-Szene in den Abgrund stürzte. Das ist schlussendlich auch der Grund, weswegen ihr Fallout 4 für die Mod downgraden müsst. Fallout London ist völlig kostenlos und erfordert lediglich eine Kopie von Fallout 4. Solltet ihr Fallout 4 auf GOG gekauft haben, läuft diese dann auch ohne großes Gefummel out of the box. And frankly, people are cream crackered hearing the gentry's orders from behind their walls. Especially with those angel bastards making things go bump in the night. Angels? Never heard of them. Bleiben wir bei Mods, denn streng genommen ist auch Zerflings einer. Mit Zerflings hat sich Michael Eberlein einen Traum erfüllt und dabei Volker Wertigs Meisterwerk aus dem Jahr 1993 von Grund auf neu umgesetzt. Das auf Java aufgebaute Remake erweitert die Siedler 1 extrem und macht das Original damit komplett überflüssig. Denn im Gegensatz zur lieblos umgesetzten Ubisoft History Edition, die euch nicht mal im Vollbildmodus spielen lässt, erhaltet ihr hier 4K-Support in Breitbild, flüssigeres Scrollen, stufenloser Zoom, unterschiedliche Spielgeschwindigkeiten und sogar einen One-on-One-Multiplayer-Modus. Den geistigen Vorfahren von Pioneers of Pagonia sollte ohnehin jeder mal gespielt haben. Zerflings hat nun mittlerweile Version 2.0 erreicht und ergänzt neben diversen Bugfixes und Performance-Optimierungen auch automatischen Wegebau. Um das ebenfalls kostenlose Zerflings spielen zu können, benötigt ihr 2 Dateien vom Original Die Siedler 1, daher Mod und so. In Kooperation mit Instant Gaming kann ich euch ab sofort auch ein kostenloses monatliches Gewinnspiel anbieten. Die Teilnahme ist dabei völlig kostenlos und setzt lediglich einen Instant Gaming Account voraus. Solltet ihr gewinnen, dürft ihr euch anschließend ein Spiel eurer Wahl aussuchen. Völlig egal, was und auch plattformübergreifend für Steam, Xbox, PlayStation oder Nintendo Switch. Link zum Gewinnspiel oben im i sowie in der Videobeschreibung. Römische Citybuilder sind aktuell sehr gefragt, das beweist nicht nur das vor kurzem angekündigte Anno 117 Pax Romana. Einer dieser Titel ist das kommende Roman Triumph, welches neben dem Citybuilder-Part zusätzlich Götter und angreifende Fabelwesen ergänzt. Ihr müsst hier also beim Siedeln ständig auf eure Verteidigung achten, was ihr unter anderem mit hohen Mauern bewerkstelligt. Das Ganze sieht dabei schon richtig gut aus und hat meiner Meinung nach auch verdammt viel Potenzial. Im nun erschienenen Entwickler-Update wurde das Religionssystem vorgestellt. So könnt ihr in Tempeln die Götter der Antike anbeten, die euch dann mit diversen Boni belohnen. Der Kniff ist aber, dass wenn ihr das einmal begonnen habt, dann auch durchziehen müsst. Sprich, sobald ihr die Wünsche der Götter nicht mehr erfüllen könnt, können sich die Boni schnell ins Negative umkehren. Außerdem können die Götter eifersüchtig werden, wenn ihr einen anderen Gott bevorzugt und so weiter. Klingt spaßig, weswegen ich den Titel für euch im Auge behalten werde.
Nach grandiosem Release ist es deutlich ruhiger um Manor-Lords geworden. Im nun kommende Woche erscheinenden Patch wird das Spiel um Seen ergänzt, in denen Fischer fischen können und euch so eine weitere Nahrungsquelle erschließen. Sollten die Seen im Winter zufrieren, versiegt diese Nahrungsquelle für diesen Zeitraum. Daher solltet ihr dann im späteren Spielverlauf Winterfischen freischalten können, um eure Siedler zu bemächtigen, das ganze Jahr frischen Fisch anbieten zu können. Zudem gibt es mit der Armbrust eine neue Waffe und in diesem Zug erfolgt auch der finale Port auf die Unreal Engine 5. Der nächste anstehende römische Citybuilder ist Citadellum. Auch hier beschränkt man sich nicht nur auf den Siedlungspart, sondern hat jetzt sein Kampfsystem näher vorgestellt. So lassen sich auch hier Mauern errichten, um feindliche Legionen möglichst draußen zu halten, und der Kampf gegen NPCs soll dann auf groß angelegten Schlachtfeldern abseits eurer Stadt stattfinden. Hierfür sollt ihr selbst Legionen ausbilden können und dementsprechend dann auch befehligen. Inklusive Formationen, unterschiedlichen Einheitentypen und Taktiken. Aber auch Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen möchte man euch anbieten. Zusätzlich gibt es neben einer Kampagne auch einen Karteneditor sowie Mod-Support. It is you, the one I left to rule. I see that you have found our people a new home in the lands of Nissamor. Weiter geht es nicht mehr ganz in der Antike, dafür im Mittelalter mit Thrive, die Brüder der Krone. Auch dieser Citybuilder sieht super spannend aus und kommt ebenfalls mit einem coolen RTS-Kampfsystem um die Ecke. Als neuer Herrscher reist ihr hier mit Überlebenden auf der Suche nach einer neuen Heimat in das seltsame Land Nysamor. Geboten werden soll dabei eine spannende Singleplayer-Kampagne sowie competitiver Multiplayer für bis zu 4 Spieler. Anlässlich des Steam Simfests könnt ihr aktuell für kurze Zeit in die Demo reinzocken. Thrive soll noch dieses Jahr via Steam erscheinen. Opening up a fresh world of trade and diplomacy. Auch der Industriegigant 4.0 will die Herzen der Aufbauspieler gewinnen. Der ebenfalls noch für dieses Jahr angekündigte Titel lässt euch ein Wirtschaftsimperium erschaffen und ist in gewisser Weise mit City Skylines oder SimCity vergleichbar. Im Spiel müsst ihr ein Wirtschaftsimperium aufbauen, Warenproduktion und Logistikprozesse überwachen sowie die Produktionsketten und die Finanzplanung verwalten. Im aktuellen Update hat man nun die Landschaft vorgestellt, an der man in den vergangenen Wochen sehr viel gearbeitet hat. So verändert sich die Welt, jahreszeitenbedingt, von sommerlichen Grün bis hin zum winterlichen Weiß. Über deren Steam-Seite könnt ihr aktuell am Playtest teilnehmen. Der Industriegigant 4.0 wird ebenfalls massiv von der deutschen Games-Förderung unterstützt und soll wie gesagt ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen. Last but not least gibt es dann auch endlich mal wieder ein Lebenszeichen zum Skyrim-Nachfolger, die Elder Scrolls 6. Das muss man sich mal vorstellen. Dieses Spiel wurde mit einem kurzen Teaser auf der E3 2018 angekündigt, also vor 6 Jahren. Und seitdem hat man praktisch gar nichts mehr vom Bethesda-Titel gehört, da man sich dort lieber auf Starfield konzentrierte. Wie sich schon damals aus dem Teaser entnehmen ließ, könnte der neueste Serienableger dank sichtbarem bergigen Gelände, langer Küstenlinie und riesiger Savanne in Hammerfell spielen, was sich nun verfestigt hat. Denn der leitende Konzeptzeichner Ray Lederer hat auf seinem Pinterest-Account diverse Zeichnungen von Männern, Kostümen und Waffen veröffentlicht, die sich zu Hammerfell zuordnen lassen. Nachdem die Bilder daraufhin im Netz die Runde machten, deaktivierte Lederer direkt seinen ganzen Account, was natürlich die Vermutung nur noch bestärkt. Bethesda-Chef Phil Spencer hat übrigens neulich verraten, dass der Titel frühestens in 5 Jahren erscheinen wird, also nicht vor 2029. Denn dem Vernehmen nach, auf Druck von Microsoft, soll ein Fallout 5 aktuell höhere Priorität genießen. Warum man dann ein Spiel schlussendlich über 10 Jahre vor Release angekündigt hat, weiß wahrscheinlich nicht mal Bethesda selbst. In diesem Sinne, checkt unbedingt mal die viel günstigere Alternative Instant Gaming mit meinem Partnerlink aus und startet gut in die kommende Woche.